Sag mal, warum sind Sonntage in Deutschland so still, fast heilig, oder? Und wieso denken viele Expats am Anfang, alle sprechen überall super Englisch? Das klingt doch erstmal bequem, aber naja, die Realität ist oft anders. Ja, total. Und Parken, oh Mann, Parken ist auch so ein Thema. Ein Schild sieht aus wie das andere und zack, ein Knöllchen. Hattest du das auch schon mal? Hey, willkommen bei uns, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim und heute quatschen wir einfach mal locker über Dinge, die Expats in Deutschland echt überraschen. Also, macht euch gemütlich, Kaffee in die Hand und los geht's. Ich bin Julia, hallo zusammen. Wir reden über Sonntagsruhe, Bürokratie, ja sogar über Gehälter, das heiße Eisen. Und natürlich teilen wir ein paar Geschichten, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht. Fangen wir mit dem größten Missverständnis an, Englisch, überall und immer. In Berlin-Mitte geht das oft, klar, aber wenn du im Supermarkt auf dem Dorf bist, dann ist Deutsch halt wichtig. Ein einfaches Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch hilft wirklich. Genau. Und das klingt dann auf Deutsch so: Entschuldigung, sprechen Sie langsam. Oder können Sie mir bitte helfen? Das sind kleine Sätze, aber die öffnen Türen. Die Leute merken, du gibst dir Mühe und dann sind sie oft viel freundlicher. Und ehrlich, ihr müsst nicht perfekt sein. Fehler sind okay, das passiert mir auch andauernd. Wichtig ist, dass ihr einfach versucht, auf Deutsch zu starten. Wenn es gar nicht geht, dann kann man immer noch auf Englisch wechseln. So, nächstes Ding, Sonntagsruhe. Das Wort klingt vielleicht streng und ja, ist es auch ein bisschen. Sonntags sind die meisten Läden zu und es soll leise sein. Also kein Staubsauger, keine Bohrmaschine und Party ist eher nein. Ich habe einmal am Sonntag Bilder aufgehängt, nur so 2 Nägel, und der Nachbar hat sofort geklingelt. Erst war ich sauer, aber naja, ich hab's verstanden. Ruhe heißt hier wirklich Ruhe. Mein Tipp, kauf am Samstag ein und plan am Sonntag eher Spaziergang und Kaffee. Und wenn ihr unsicher seid, schaut mal in die Hausordnung, die hängt oft im Treppenhaus. Da stehen die Ruhezeiten drin. Manchmal gibt's auch Mittagsruhe, also mittags leise sein. Klingt streng, spart aber Stress mit den Nachbarn. Apropos streng, Bürokratie. Uff. Ich sage immer, Bürokratie ist wie ein Brettspiel mit vielen Regeln. Man braucht Termine, Formulare und oft auch Ausdrucke auf Papier. Das Wort Bürokratie heißt einfach viele Formulare und klare Wege. Ja, und Jan-Meldung ist ein wichtiges Wort. Das ist, wenn du deine neue Adresse beim Amt einträgst. Ohne Anmeldung bekommst du oft kein Bankkonto oder keinen Handyvertrag. Klingt nervig, aber es ist die Basis für alles andere. Mein kleiner Trick: eine Mappe mit Kopien vom Pass, Mietvertrag, Arbeitsvertrag und manchmal auch eine Meldebescheinigung von vorher. Und nehmt Bargeld mit, Kartenzahlung klappt nicht immer. Kommt 10 Minuten früher, atmet tief durch und nehmt ein Buch mit. Und wenn ihr einen Brief vom Amt bekommt, nicht panisch werden. Meist steht da genau, was fehllaut mit Wörterbuch oder einer Freundin kurz drüber schauen, dann ist es halb so wild. Am Ende klappt es irgendwie. Kommen wir zu einer lustigen, aber peinlichen Story aus dem Supermarkt. Eine Freundin wollte eine Packung zurückgeben, einfach so ohne Grund, so wie in ihrem Heimatland. Die Verkäuferin war völlig irritiert und meinte nur, Umtausch ohne Grund machen wir hier nicht. Ja, Umtausch heißt, du gibst die Ware zurück und bekommst Geld oder etwas anderes. In Deutschland geht das nicht immer, vor allem nicht ohne Kassenbon. Bei kaputter Ware schon, klar, aber passt mir nicht, ist oft schwierig. Also, Bon aufheben und vorher fragen, ob Rückgabe möglich ist. Dann die Parkgeschichte. Die hat mich richtig Geld gekostet. Ich habe gedacht, da kann man parken, weil schon Autos da standen. Tja, falsch. Es war ein strenges Halteverbot und ich habe ein Ticket über 60 € bekommen. Aber Oh je. Wichtig sind kleine Worte auf den Schildern, wie Jan-Wohner-frei oder Parkscheibe. Eine Parkscheibe ist diese blaue Scheibe mit Uhrzeit, die legst du ins Auto. Wenn du die vergisst, gibt's schnell Ärger, auch wenn es nur kurz ist. ich nutze jetzt immer eine App, um die Regeln zu checken, und ich gehe echt näher ans Schild. Einmal lesen spart Geld. Und wenn du unsicher bist, park lieber 2 Straßen weiter und geh ein paar Minuten. Jetzt ein heißes Thema, Gehälter. Viele Experten sagen, in Deutschland sind die Gehaltsspannen echt schmal. Und über Geld sprechen ist hier oft, naja, privat. Das macht es schwer, gut zu verhandeln. Ja, ich höre oft, über Geld spricht man nicht. Aber ich finde, man kann höflich fragen. Zum Beispiel, wie ist die Gehaltsspanne für diese Stelle? Oder misst das Brutto oder Netto? Brutto ist vor Steuern, Netto ist das, was auf dein Konto kommt. Und schaut auf Extras wie Urlaubstage, Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. Manchmal ist das Gesamtpaket gut, auch wenn das reine Gehalt niedriger wirkt. Frag ruhig nach Entwicklung. Gibt es nach Probezeit eine Erhöhung? Freundlich, aber klar. Manche sagen, die Spannen sind so, weil es Tarifverträge gibt, also feste Regeln in manchen Branchen. Andere meinen, es ist einfach Kultur. Wie auch immer, informieren hilft.
Vergleiche Stellenanzeigen, rede mit Kolleginnen und Kollegen und übe deinen Satz für die Verhandlung. Okay, Thema Krankenversicherung, das überrascht viele. Es gibt die gesetzliche Krankenkasse und die private Versicherung. Gesetzlich heißt, du zahlst nach Einkommen und hast eine große Basis. Privat ist anders, oft schneller bei Terminen, aber mit eigenen Regeln und Preisen. Ich sag immer vor dem Umzug gut lesen. Was deckt Zahnab? Wie ist es mit Brillen? Wie läuft ein Krankenhausbesuch? Und wie ist der Weg? Erst zum Hausarzt, dann Überweisung zum Facharzt oder direkt? Ein kurzer Anruf bei der Kasse klärt vieles. Und vergesst die Chipkarte nicht, die Gesundheitskarte. Ohne die wird's kompliziert. Einmal hatte ich sie nicht dabei und ich musste später nochmal hin. Nicht dramatisch, aber nervig. Also Karte in die Geldbörse, fertig. Noch ein Kulturschock. Recycling. Viele Tonnen, viele Farben. Gelber Sack für Verpackungen, blaue Tonne für Papier, Bio für Essenreste, Restmüll für den Rest. Klingt viel, wird aber schnell Routine. Und dann der Pfand. Das ist das Geld, das du beim Kauf von Flaschen bezahlst und beim Zurückbringen wiederbekommst. Du gibst die Flasche am Automaten ab, bekommst einen Bon und ziehst ihn an der Kasse ab. Klingt kompliziert, ist eigentlich easy. Ich hatte mal eine Küche voll mit Pfandflaschen, weil ich nicht kapiert habe, wie der Automat sie nimmt. Tipp: Etikett nach oben, Flasche gerade rein und ruhig bleiben. Und ja, manche Dosen haben keinen Pfand, da steht dann Kokainpfand drauf. Kleiner Alltagstipp: Briefe vom Arzt, der Bank oder vom Amt kommen oft auf Papier, nicht als E-Mail. Also regelmäßig in den Briefkasten schauen. Wenn etwas wichtig aussieht, nicht liegen lassen, lieber gleich öffnen. Stimmt, und Termine, also Terminvereinbarung, geht oft online, aber nicht überall. Manchmal musst du anrufen und dann Geduld haben. Ich stelle mir einen Kalenderalarm, damit ich nichts verpasse. Was mich auch überrascht hat, Pünktlichkeit. Wenn ein Termin um 10 Uhr ist, dann heißt das wirklich 10 Uhr. 2 Minuten zu spät ist schon unangenehm. Plan also ein paar Minuten extra ein, gerade wenn du das Gebäude suchen musst. Nochmal kurz zurück zur Sprache. Ich habe mir kleine Sätze in der Notiz abgespeichert. Sowas wie: Können Sie das bitte wiederholen? Oder: Wie viel kostet das? Wenn ich nervös bin, lese ich sie einfach ab. Funktioniert super. Guter Hack. Und für den Sonntag noch ein Tipp: Frag die Nachbarn, was okay ist. Manchmal sagen sie, Staubsaugen kurz ist okay, Rasenmäher nein. Die Regel ist, so wenig Lärm wie möglich. Ein nettes Hallo im Treppenhaus wirkt übrigens Wunder. Wenn ihr neu seid, bringt doch mal Kuchen mit zur Hausgemeinschaft. Das bricht das Eis. Und schreibt euren Namen auf den Briefkasten und die Klingel. Das hilft dem Paketboten. Kleine Sachen, große Wirkung. Zurück zu den Gehältern, eine Sache noch. Manche Firmen geben keine Spanne an, das ist frustrierend. Fragt trotzdem nach Entwicklungswegen, nach Fortbildungen, nach klaren Zielen, auch das ist wert. Und vergesst die Steuern nicht. Lohnsteuerklasse, das klingt schwer, ist aber nur eine Kategorie für eure Lebenssituation. Ihr könnt beim Finanzamt fragen oder bei der Personalabteilung. Lieber einmal fragen, als monatelang überweisen und wundern. Noch eine kleine Supermarktsache, Kasse. Es geht oft schnell, sehr schnell. Packt zuerst schwere Sachen aufs Band, dann kleine. Und habt den Beutel schon offen, sonst wird's stressig. Die Kassiererinnen sind schnell, aber freundlich, wenn man mitmacht. Und sagt ruhig für schönen Tag noch. Das ist nett und normal. Wenn ihr bar zahlt, legt das Geld in die kleine Schale. Das ist höflich. Karte geht fast überall, aber naja, nicht überall. Ein wenig Bargeld ist nie falsch. Beim Arzt noch ein Hinweis. Termine sind manchmal weit in der Zukunft. Fragt nach Notfallsprechstunde oder Vertretung, das hilft. Und wenn es sehr dringend ist, ruft die 112. Das ist die Notrufnummer. Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es die 1177. Genau. Und die Apotheke kann auch beraten, oft ohne Terminimal, nimm die Packung mit. Dann wissen sie, was du meinst. Und frag nach Generika, das sind günstigere Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff. Spart Geld. Viele Expats sind auch überrascht, wie viele Leute hier planen. Urlaub wird früh geplant, oft Monate vorher. Also tragt eure Wünsche früh ein und sprecht mit dem Team. Dann klappt es besser und niemand ist böse. Zum Schluss nochmal: Fehler passieren. Echt. Ich habe schon falsche Mülltonnen benutzt, ein Formular doppelt geschickt und ja, ein Parkticket kassiert. Das ist nervig, aber man lernt schnell, versprochen. Und die schönen Seiten sind groß, sichere Städte, viele Parks, gutes Brot und oft sehr verlässliche Abläufe. Wenn man die Regeln kennt, fühlt man sich frei und sicher. Das ist doch eine gute Mischung. Also, was überrascht euch am meisten in Deutschland? Schreibt es gerne in die Kommentare. Teilt auch eure Tipps, da lernen alle mit. Wir lesen mit und antworten so gut wir können. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, erzählt Freunden davon, die gerade nach Deutschland ziehen oder hier neu sind. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Macht euch einen entspannten Sonntag ohne Bohrmaschine, okay? Wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis bald, bleibt neugierig und freundlich. Und denkt dran, ein Lächeln, ein Juhallo und ein bisschen Deutsch, das öffnet viele Türen. Tschüss!